Lokale Präpositionen als Antwort auf die Frage wo. In diesem Video erkläre ich dir alle lokalen Präpositionen wie auf, über, neben, unter, zwischen, all die, mit denen du auf die Frage wo antworten kannst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um die lokalen Präpositionen als Antwort auf die Frage wo. Das sind zum Beispiel auf, in, unter, über, zwischen und noch einige mehr. Die erste wichtige Information für dich ist hier, auf die Frage wo antworten alle Präpositionen immer im Dativ. Also alle Präpositionen, die die Frage wo beantworten können, nutzen das Nomen, das danach kommt, dann immer im Dativ. Welche Präpositionen das genau sind und was sie bedeuten, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. Als erstes die gute Nachricht. Auf die Frage wo benutzen alle Präpositionen immer den Dativ. Also sobald du wo fragen kannst, dann benutzt du hier garantiert immer den Dativ. Denn die Präpositionen auf die Frage wo, das sind fast alles Wechselpräpositionen, also Präpositionen, die mal den Dativ und mal den Akkusativ nutzen. Bei der Frage wo kannst du dir aber sicher sein, du musst immer den Dativ benutzen. Schauen wir uns also diese Präpositionen mal ein bisschen genauer an. Auf ist die erste. Hier siehst du immer meine kleine Eule im Verhältnis zu diesem Block. Und hier bei auf, da sitzt die Eule auf dem Block. Da ist also kein Platz zwischen der Eule und diesem Block. Bei über hingegen, da ist Luft dazwischen. Also hier mit über kann keine Verbindung zwischen dem Block und der Eule bestehen. Also hier, die Eule muss fliegen. Es muss da ein Zwischenraum sein. Bei unter, das ist das Gegenteil von auf und über, muss die Eule unterhalb von dem Block sein. Hier spielt es keine Rolle, ob der Block direkt auf dem Kopf der Eule ist oder ob die Eule irgendwo unterhalb schwebt, ob da ein Zwischenraum dazwischen ist. Das spielt hier keine Rolle. Vor, da ist die Eule direkt zwischen mir und dem Block, also im Sinne von davor. Hinter, genau das Gegenteil, da ist zwischen der Eule und mir, da ist der Block genau dazwischen und die Eule dann dahinter. Neben bedeutet links oder rechts von dem Block. An und bei bedeutet beides in der Nähe. Komme ich gleich noch dazu, was da der Unterschied ist. Zwischen, hier haben wir zwei Blöcke und die Eule ist dazwischen. Also es gibt immer etwas, wo man in einem innerhalb von etwas anderem ist, direkt innen, dann wäre es in. Wenn es aber nur von zwei Seiten begrenzt ist, dann ist es zwischen. Also von zwei Seiten begrenzt zwischen und innerhalb kommt physisch im Inneren, dann benutzt du in. An und bei, der Unterschied hier liegt, an wird für eigentlich alles genommen, was keine Lebewesen sind. Also alles, was lebt, dann benutzt du garantiert immer bei und niemals an. Du kannst bei aber häufig auch für alles benutzen, was kein Lebewesen ist, aber nicht andersrum. Du kannst also sagen, ich bin bei der Bushaltestelle oder ich bin an der Bushaltestelle. Du kannst aber nicht sagen, ich bin an Oma. Du musst sagen, ich bin bei Oma. Denn Oma ist ein Mensch und somit ein Lebewesen und für Lebewesen musst du immer bei benutzen. Und es ist immer in der Nähe, wenn du zu einem Menschen gehst, da du nicht direkt physisch in den Menschen hineingehst,
Das wäre nicht gut. Dementsprechend, du bist immer nur in der Nähe des Menschen. Deswegen beim Menschen immer, ich bin bei Oma, ich bin bei Mama, ich bin bei Papa. Aber ich bin an der Bushaltestelle, ich bin am Bahnhof. Falsch ist es auch nicht, wenn du sagst, ich bin beim Bahnhof. Aber die meisten Muttersprachler würden bei Gegenständen, Gebäuden, alles, was kein Lebewesen ist, eher an benutzen. Und bei allem, was ein Lebewesen ist, benutzen wir bei. Das waren jetzt die Präpositionen, die du als Antwort auf die Frage wo benutzen kannst. Es gibt dir aber noch weitere lokale Präpositionen, nämlich die auf die Fragen woher und wohin. In dem morgigen Video erkläre ich dir die 2 Präpositionen, die du auf die Frage woher benutzen kannst. Ja, es sind wirklich nur 2. Dieses Video findest du hier schon verlinkt, wenn du dieses Video erst dir später anschaust. Und was ich dir auch ganz extrem empfehlen möchte, wenn du zum Präpositionsexperten werden möchtest, schau dir mein neues E-Book 137 deutsche Präpositionen an. Dort erkläre ich dir alle deutschen Präpositionen, auch die weniger häufigen auf den C-Levels. Also, schau jetzt in mein neues E-Book zu den Präpositionen rein. Du findest es hier im Video verlinkt.